Hallo und herzlich willkommen bei Money Talk. Heute kommentieren wir das Video Here's Why You Want a Really Boring Job vom Kanal How Money Works. Wie beim letzten Mal habe ich das Video übersetzt und deutsche Untertitel eingeblendet. Das Originalvideo findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Legen wir los, viel Spaß! I was watching the 1999 movie Office Space the other day, a comedy set at the peak of the 1990s corporate culture. It is one of my all-time favorite movies, but the more I watch it, the more I notice something. The core of this comedy is its cynical commentary on working a boring job at a boring company. But the more I watch it, the better the jobs of Peter and his coworkers look. Okay, also er sagt, dass es in dem Film um langweilige Jobs in einem langweiligen Unternehmen geht, aber je öfters er den Film sieht, desto mehr Gefallen findet er dran. Weiß ich jetzt nicht so ganz, aber aus irgendeinem Grund heißt das Video ja, warum du einen richtig langweiligen Job willst. Ich bin gespannt und bleibe mal offen, was noch kommt. Because it's a comedy, the writers took a lot of creative liberties to make Peter's working environment especially terrible. But even still, 20 years later, it doesn't look that bad. His office cubicle would be a luxury to most workers today in an open-plan office with no walls in sight. He is allowed to go on extended lunches with his colleagues, and even his over-dramatized shitty boss knows that working on a weekend is a big ask rather than an expectation. Fair. Wenn wir jetzt mal eine typische Großfirma nehmen, dann ja, sind Großraumbüros sehr verbreitet und beliebt. Dahingegen scheint so eine Box ganz angenehm zu sein, aber auch etwas langweiliger, kann ich mir vorstellen. Und irgendwie eingezwängt, oder? Ich habe nie in einer Großfirma gearbeitet, aber durch meine Freundin habe ich gelernt, dass die schon eine rechte Lunchkultur pflegen, besonders zum Networken innerhalb der Firma. Aber der dritte Punkt hingegen ist dann leider wieder recht häufig, dass die Arbeit am Abend nicht aufhört und teilweise sogar bis ins Wochenende geht. Unter diesen Umständen tönt es doch ganz angenehm. This made me think of the classic anecdote. Find a job you love and you will never work a day in your life. Most of us go to work because we have to, not because we want to. And that means a lot of us are stuck spending a good portion of our waking hours doing things that aren't very enjoyable. Der Spruch, dass wenn du für etwas arbeitest, das dir Spaß macht, dann musst du nicht mehr arbeiten, ist echt Quatsch. Wie er schön sagt, gehen die meisten zur Arbeit, weil sie müssen. Für mich fällt da auch der Spruch, mach dein Hobby zur Arbeit hinein. Nein. Arbeit ist Arbeit und dient in den meisten Fällen dazu, sich erstmal über Wasser zu halten. A cunning strategy that school career planners and LinkedIn gurus will promote to get around this unfortunate predicament is to find a job that you love doing so that you are excited to go to work every day and you don't feel like you are working at all. On the surface, this sounds sensible. Now more than ever, with new technologies, there are millions of different job titles out there with new professions and career paths being made every single day. My job as a now full-time YouTuber didn't exist 15 years ago. Es ist schon super und ein gewisser Luxus, wenn die Arbeit auch noch Spaß macht. Kann ich nur bestätigen. Aber dennoch gibt es Ups und Downs und das soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Der Wandel in der Gesellschaft, der neue Berufsmöglichkeiten bringt, nimmt rapide zu. Und auch das finde ich per se etwas sehr Positives. But now it's the career that children want most, beating out traditionally popular options like astronaut. But I want to do what I do best, which is to rein in on this parade of finding fulfillment through your work. Instead, I want to try and convince you that what you want instead is a really boring job. A job that doesn't make you or anybody else excited, a job that nobody would dream of. Er hat hier was ganz Wildes angeschnitten. Es gibt richtig interessante Videos zu Traumberufen der heutigen Kids. Und da kommt nicht der Zahnarzt, da kommt nicht der Astronaut oder der Pionier vor. Nee, es kommt YouTuber, TikToker und Influencer. Das in sich finde ich schon sehr krass. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt, warum wir einen todlangweiligen Job haben wollen. Let's go. There are lots of very attractive jobs out there that for a number of factors would appear to be preferable over other jobs. There is being a doctor, lawyer, or high-level corporate executive, which is enticing because these roles are traditionally very well paid and are very well respected by society at large. Das ist die Ausgangslage. Diese Berufsgattungen genießen ein hohes gesellschaftliches Ansehen und sind oftmals mit einem guten Gehalt verknüpft. Das ist ja eigentlich, wenn man sich die Bedürfnispyramide von Maslow genauer anschaut, schon sehr interessant.
If you tell someone that you are a C-suite executive at a Fortune 500 company, you are instantly going to get more respect than if you told them that you work in retail. Is this how it should be? Of course not. But it is, and people are willing to sacrifice a lot for that respect. Das stimmt. Erstmal sollte es nicht so sein, dass ein Beruf besser als ein anderer ist. Unter dem Strich identifizieren wir uns ja auch mit unserer Arbeit und wenn jemand von seinem super Titel spricht, dann kann man sich schon ein bisschen unbedeutender fühlen. Das soll definitiv nicht so sein. Und es ist aber auch bekannt, dass diese, ich nenne es jetzt mal Spitzenpositionen, häufig mit sehr hohen Kosten in Form von physischer, psychischer und sozialer Belastungen einhergehen. These roles come with the expectation of very long and irregular hours, to say nothing of the years of grueling study or corporate butt-kissing needed to get the jobs in the first place. Now, there's actually nothing wrong with these jobs. Most people know what they are getting themselves in for when they pursue these kinds of careers, and the trade-offs are clear. Ja genau, das weißt du ja alles, wenn du für dich eine solche Karriere wählst. Hohes Ansehen und hoher Lohn gegen weniger Freizeit, weniger Raum für Persönlichkeit und so weiter. Most people do these jobs because of prestige, not because they love them. So what about jobs that people are more passionate about? The jobs that people would supposedly love to do? I am talking about jobs in the fields that people get excited about, like gaming, fashion, travel, and sports. Imagine getting paid to make video games or attend fashion events around the world. Sounds like a dream, right? Well, no. Das checke ich jetzt nicht ganz. Es gibt doch viele, also mich eingeschlossen, die gerne die Welt bereisen würden und dafür bezahlt werden. Ist doch geil. Big-name companies in aspirational industries are more often than not terrible places to work. The reason for this is simple. They know that people want to work for them, so if you as a worker aren't willing to put in unpaid overtime, deal with abusive management, and accept comparatively low pay, then there are dozens or sometimes even hundreds of equally qualified candidates who are willing to put up with these issues because they get to work what they thought would be their dream job. Okay, das stimmt halt zu 100%. Ich kenne das nur aus der Modelindustrie, wo sie halt mit den Models umgehen, wie es ihnen gerade passt. Und sie können das einfach, weil es so viele gibt, die das gerne machen würden. Ist ein richtig asoziales Beispiel von einem Nachfrageüberschuss, bei dem es einfach mehr Leute gibt, die das machen wollen, als jetzt zum Beispiel Modelagenturen. Turnover in these companies is extremely high, especially when it is considered that these businesses are attracting skilled career-driven workers, the type of worker that you might normally expect to stick around for longer than a regular employee. Now, of course, changing jobs regularly is actually a good idea. Employees that change companies on average every 2 years are paid significantly better than their peers who attempt to work for internal promotions. Hier hat er gerade ein bisschen viel angesprochen. Bleiben wir kurz beim Modelbeispiel. Wenn ein Model nicht gut behandelt wird, wechselt es oft Agenturen. Und das, obwohl gerade die Agentur darauf angewiesen sind, dass sich die Models einen Namen machen, besser werden, Connections aufbauen und so weiter. Das ist ja alleine schon irgendwie widersprüchlich, warum Models dann so oft richtig schlecht behandelt werden. Und dann macht einen Switch zum Jobwechsel allgemein. Und ja, da kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ein Arbeitgeberwechsel bringt dir einfach so viel mehr Lohn ein als eine interne Beförderung. Ich bin gerade selbst in einem Wechsel, aber dazu gibt es dann ein eigenes Update-Video, also gerne dranbleiben. But you need to be quitting for the right reasons. Quitting your current job to start a new, more senior role at a company offering double your current salary is a great career move. Quitting your current job because you can't mentally handle another week of a coding crunch is probably going to stall your career development. Ja, du musst dir ganz bewusst sein, warum du deinen Arbeitgeber wechselst. Dazu musst du dich kennen und du musst wissen, was dir gut tut und was du suchst. Vorher hat das Ganze keinen Sinn. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber man sieht eben deshalb auch oftmals Leute in ihrem jetzigen Job versauern, weil sie sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen und so gar nicht wissen, wohin sie überhaupt gehen möchten. Another reason it's best to avoid doing what you love for work is that you won't love it forever. Even the most exciting jobs you can imagine have a lot of boring work that comes with them. A video game tester will spend most of their time doing the same mission over and over again to make sure there are no bugs. And most people that work for NFL teams spend their days in an office answering emails just like everybody else. Ja voll, du hast in jedem noch so spannenden Beruf Tätigkeiten, die dir nicht Spaß machen oder die langweilig sind.
Gehört meiner Meinung nach aber ein bisschen dazu und ganz ehrlich, ich brauche das auch ab und zu, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Even if a dream job does manage to live up to its hype initially, there is one surefire way to end up hating something you originally loved, and that is being forced to do it for 40 hours a week with the threat of homelessness hanging over you if you don't. Really, you are much better off working for money and then using that money to enjoy things you love in your own time in your own way. Das meinte ich am Anfang. Arbeit ist dazu da, um Geld zu verdienen und um damit Bedürfnisse zu befriedigen. Er geht jetzt so weit zu sagen, dass man arbeiten soll, egal ob es Spaß macht oder nicht, und das Geld dann verwendet, um Spaß oder Quality Time oder was auch immer zu haben. Ja, ist okay. Ich denke mir eher so, warum geht nicht beides? Hopefully, I've convinced you that exciting jobs are not all that they seem. But surely, that doesn't mean that a boring job is the best alternative, right? Well, they have a few big perks that a lot of people don't really consider. Ja, langweilige Jobs bei langweiligen Firmen wird es immer geben. Konträr zur Modelagentur herrscht da ein klarer Angebotsüberschuss, weil es niemand will. Kann man als Vorteil verstehen. A boring job at a boring company will on average be easier to get than the rare, more prized jobs at exciting companies. Having more options available to you, especially early in your career, can be a big head start over your peers who wait it out or go through extended internships to get a traditional dream job. Boring jobs will also on average pay better. What? Langweilige Jobs sind durchschnittlich besser bezahlt? Nee, oder? Her mit den Zahlen. Ford's median employee made $64,316 in 2018, including bonuses, overtime, and stock awards. Ist Ford langweilig? Finde ich gerade voll das strange Beispiel. Warum ist Ford langweilig? Es gibt doch in jeder Firma langweilige Jobs. Sollte es hier nicht um einen Vergleich von Tätigkeiten gehen, anstatt einen Vergleich von Firmen? GM's median employee made slightly more than $77,849. Tesla, a far more exciting business, paid its median employee just $56,163. 3 Unternehmen aus der Autobranche. In jeder Branche gibt es diese Unterschiede. Aber das hat doch nichts mit der Langweiligkeit der Unternehmen zu tun. Oder stehe ich da gerade voll auf dem Schlauch? This, of course, will not be true for every company, but again, if there are more people that want to work at a company, then generally that company can get away with paying their workers less. Wichtige Ergänzung. Wieder Angebot und Nachfrage. Wenn der Anbieter gefragt ist, kann er die Bedingungen stellen. Jetzt sehe ich auch die Verbindung zu langweiligen Unternehmen. Also Unternehmen, die per se vielleicht eher konservativ sind als zum Beispiel Startups oder als Unternehmen, die sich gerade im Trend befinden. This is even more apparent when we zoom out to look at entire industries. On average, web developers will earn more than game developers. A marketing manager for Exxon will earn more than a marketing manager for the Patriots. And an administrative assistant at a bank will earn more than an administrative assistant at Vanity Fair. Jetzt sind wir bei den Tätigkeiten. Ich weiß aber nicht, ob sich das so pauschalisieren lässt. Er verbindet es wieder mit dem Ruf des Unternehmens und nicht mit den Anforderungen an die Tätigkeiten. Wir brauchen den Vergleich vom Marketing Manager zum Social Media Manager. Wie sieht's da aus? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der TikToks produziert, besser verdient als derjenige, der Marketingkampagnen entwirft. If you are doing a job to make money, you should maximize the amount of money you can get for doing that job. You won't see the name on the side of your building from your desk anyway. Now, if making money isn't the most important thing for you when considering a career, a boring job still has its perks. Mehrheitlich ging es um das Gehalt. Damit hat er mich jetzt nicht ganz abgeholt. Mal schauen, was ein langweiliger Job noch so mit sich bringt. Boring jobs are just genuinely more enjoyable. A boring company is more likely to be filled with employees and managers who realize that a job is something people do to put food on the table. This type of corporate attitude tends to result in more productive workplace relationships. 100%. In einem High-Performance-Umfeld hat es so wenig Platz für Persönlichkeit, echte Freundschaften und Beziehungen. In einem Umfeld, in dem allen bewusst ist, dass man zum Arbeiten hier ist und man das macht, weil man irgendwie muss, dann hat es einfach Platz für sowas. Weil diese Firmen pushen auch nicht so extrem nach vorne. Sie haben ihr gesundes Wachstum, aber gönnen den Mitarbeitern auch einfach mal ein bisschen mehr Luft.
A manager at a generic boring company that has been in their job for decades and has no ambitions of moving up the corporate ladder is not going to take it personally when you ask for a raise, a promotion, or a reference letter. Contrast that with a company where the management has drunk the "we are changing the world" Kool-Aid, and you are much more likely to face opposition when doing these things that all employees should really be doing as regularly as possible. Time and time again, we hear stories about high staff turnover and toxic workplace culture in companies that sound exciting from the outside. Das kann ich zumindest hier bei uns in Zürich unterschreiben. Was ich alles gehört habe, was bei uns an der Bahnhofstraße in all den Top-Firmen so abgeht, ist unglaublich. Ich persönlich würde nie in so eine Firma arbeiten gehen. Aber einen langweiligen Job habe ich deswegen noch lange nicht. This is because when managers believe what they are doing is more important than just working a job to make a living, they naturally expect their colleagues to work harder than should reasonably be expected to. Auch wichtiger Punkt, das Management. Ambitioniertes Management tendiert dazu, dasselbe von Mitarbeitern zu erwarten, was einerseits nicht gut ausgeht und andererseits auch einfach nicht gerechtfertigt ist. Als Mitarbeiter hast du keinen Bonus, du bist nicht an der Firma beteiligt und so weiter. Warum solltest du also gleich ambitioniert sein wie jemand, der das effektiv ist? Toxic workplace cultures are almost inevitable in environments where managers will think to themselves that straight-up verbal abuse is really just a heated disagreement amongst peers who are too passionate about what they do. These types of managers are also much more likely to go unchecked in exciting fields, because again, staff turnover is not a big deal when there is an endless line of new candidates. Now, before anybody says it in the comments, yes, you're absolutely right. There are great managers and there are terrible managers in every kind of company. Ja, müssen wir echt mal festhalten. Die da oben sind nicht immer die Bösen, sondern es gibt wirklich super Leute, die ihre Mitarbeiter unterstützen und weiterbringen. Zum Glück gibt es die. But you are much more likely to run into one in a job that you thought was going to be exciting. And that's the biggest bonus of a boring job. Better management, on average. That boring company manager from earlier that has been at their job for a decade will have one big advantage over the manager from an exciting company with high staff turnover. They will have more experience at their job. Das ist für mich das stärkste Argument bis jetzt. In Firmen mit hohen Fluktuationen im Managementbereich finden sich auch oftmals Leute, die keine Ahnung von Management haben. Auch wenn die nur ein Jahr dort sind, aber in diesem Jahr geht es einfach allen schlecht. Und da ist ein Manager, der seit 10 Jahren an derselben Position ist, seine Erfahrung hat und diese auch teilt, einfach Gold wert. Working for a manager that has seen every possible problem the job can throw at them is going to be a much more pleasant experience than working for a manager who is figuring it out as they go along. A more experienced manager also has less to prove. If they feel secure in their own position, then they won't feel the need to work their employees to the bone to avoid becoming one of those turnover statistics themselves. Last month, I made a video about why management is always terrible, and the reason that video was so important is because people don't quit jobs. They quit managers. Das Video hat für mich gerade so einen 180-Grad-Turn gemacht. Zitat des Jahres: Mitarbeiter verlassen nicht ihren Job, sie verlassen ihren Manager. Als Führungsperson trifft mich das auf so vielen Ebenen und ich kann es zu 100% verstehen. Even the best, most exciting job in the world would quickly become unbearable with a useless manager that takes their shortcomings out on their workers. Working a boring job gives you a better chance of finding a good manager who will make your time at work not totally miserable, and also help to progress your career so that you can make more money and use that to enjoy the hobbies that other people were dumb enough to try and build a career around. Und da ist der Bezug zum langweiligen Job. Langweiliger Job gleich weniger Fluktuation, gleich weniger Fluktuation im Management, gleich besseres Management, gleich bessere Arbeitsumgebung. Cool, mich hat er überzeugt. I have a theory about why we all love movies like Office Space or TV shows like Parks and Rec and The Office so much. These shows all highlight the realities of a boring workplace to a comically ridiculous degree, but at the same time, they are also very comfortable places to work. The people stick around, and even the bad guy bosses are not abusive towards their employees. Es hat was. Diese Filme und Serien machen darum Spaß, weil man sich ja irgendwo wünscht, auch an so einem Ort zu arbeiten. Ist halt einfach so. Maybe this is an indictment on how low the bar is for what we consider comfortable working arrangements in America. But I think it's something more.
We turn to these kinds of shows for comfort binge watching. We wouldn't do that if we didn't secretly think that maybe working alongside these people in these boring offices wouldn't be such a bad thing. Ganz ehrlich, am Anfang des Videos war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt gegen das Ende hat er mich voll überzeugt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du bereits einen solchen langweiligen Job gefunden hast, bei dem du eine super Stimmung hast, entspannte Leute kennengelernt hast, der Chef brauchbar ist und du einfach arbeiten gehen kannst, um dein Geld zu verdienen. Ich persönlich habe das noch nicht ganz. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.